Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Wir machen heute eine Quasselrunde, ein bisschen erweitert mit Lena und Aaron. Und wer das ist und worum es geht, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Die 8 am 1 in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Ladies and Gentlemen, es ist ja ein bisschen her, dass wir zusammen eine Quasselrunde gemacht haben hier mit der lieben Tina. Wir haben uns überlegt, es gibt ein Spezial, denn wir sammeln Kommentare und das ist ja immer ein Highlight, ne? Also die Kommentare, es gibt gute, gibt schlechte, gibt lustige, gibt anspruchsvolle Kommentare. Und die liebe Lena und der Aaron, die wohnen zufällig im Nachbarort quasi, in New Braunfels. Und ja, vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor. Ja, hallo, ich bin der Aaron und ja, wir leben in New Braunfels und haben den André und Tina tatsächlich schon vor einer ganzen Weile kennengelernt. Wir waren auch schon mal hier, allerdings nicht mit auf dem YouTube-Video. Doch, wir waren auf einem YouTube-Video, wo wir tatsächlich auf dem beim Wurstfest waren. Also, genau, Vielleicht das habt ihr uns Wurstfest-Video. da Ich schon mal verlinke euch gesehen. das. Ja. Und ja, Lena? Ja, und ich bin die Lena und ich gehöre zum Aaron. Genau. Und wir sind endlich mal wieder hier. Freuen wir uns riesig drüber, dass wir dabei sein dürfen. Wir wohnen zwar alle in Texas, aber ich glaube, der wahre wilde Westen ist in der Kommentar. Jetzt kannst du dir den Hintergrund noch vorstellen. Guck mal, du kannst es vorstellen. Ja. Genau. Das ist der Schlangenjäger hier. Darum haben wir keine Genau. Klapperschlangen. Ja, so, wir haben uns überlegt, wenn wir schon zusammen hier sind, bei diesem schönen Wetter hier, dann gucken wir uns mal die Kommentare an, weil die beiden kriegen natürlich auch Kommentare. Die sind natürlich auch in den sozialen Netzwerken vertreten, wie man in Deutschland sagt. Und das ist manchmal sehr, sehr amüsant, was da so abgeht. Vieles ist, also wir nehmen das nie persönlich, ne? Das muss ich dabei sagen. Ne? Für uns ist das immer, einmal werden wir besser im Social Media und es ist natürlich auch unterhaltsam. Und weil das so unterhaltsam ist, dürft ihr da gerne daran teilhaben. Und die liebe Tina, die hat ein paar gesammelt, oder? Ja, genau. Ich war allerdings nur auf Facebook unterwegs heute. Das muss ich mal ganz kurz disclosen. Es ist nur Facebook. Das heißt, vielleicht machen wir einen Post für alle, die bei Facebook kommentieren. Die sollen heute mal gucken. Die werden auf jeden Fall erwähnt. Also wir haben wirklich pures Comedy-Gold gefunden. Und jetzt wollten wir uns eigentlich mal so ein bisschen betteln, oder? Ich meine, wer von uns... Ganz wichtig, wenn wir uns jetzt hier betteln, also vergesst nicht, nehmt das alles ein bisschen mit Humor. Also das tun wir auch, ne? Ansonsten würden wir hier nicht sitzen. Und ich glaube, es wird ganz lustig für euch. Definitiv, wir haben auch, also Alkohol trinken wir ja sowieso nicht. Grundsätzlich trinken wir keinen Alkohol. Nein. Und also ich weiß gar nicht, wie wir das gliedern wollen. Hast du da so einen Plan wieder gliedern? Übrigens die Vorstellungsrunde, ne, von euch, ne, die fand ich so ein bisschen, also kennt ihr früher noch in der Schule? Mein Name ist der Aaron. Ich bin 17 Jahre alt, meine machen Hobbys das sind nicht so Lesen, oft, Reiten hallo. und Schwimmen. Nein, aber alles gut. Komm, also mal ganz ehrlich. Das wird so, ich habe nur einen Kommentar vorweggenommen. Du hast einen Kommentar vorweggenommen. Ja, also ja. die beiden, das sind wirklich die süßesten und liebsten Seelen, die wir hier kennen. Und die haben halt genau das Gleiche wie wir. Die müssen sich halt mit diesen... Oh Mann, ich möchte nicht böse werden. Jetzt noch Mit den nicht. manchmal unschönen Kommentaren rumschlagen. Danke. Komm, wir steigen einfach mal direkt ein hier. Also alle kommen. Strukturiert. Ich bin, Alle- also jeder, der mich kennt, ich bin so ein Strukturding. Ich brauche ein bisschen Ordnung. Und ich würde ganz gerne wirklich, sollen wir direkt so mit den fiesesten Sachen reinsteigen? Ich will vorab sagen, Tina hat ihre Kommentare alle sortiert. Ich nicht. Ich ist nicht so strukturiert. habe einfach nur wild irgendwelche Screenshots gemacht. Nein, wir machen das einfach immer im Wechsel, ja. Immer einer liest einen Kommentar vor und dann geben wir unseren Senf dazu. Also ein paar sind auch wirklich fies, ne? Aber das ist ja, wir können auch fies. Werdet ihr gleich feststellen. Wer mag anfangen? Komm, Lena, hau rein. Du fängst an. Also Du musst den Accountnamen immer dabei sagen, ne? gerne. Also ich habe auch nur Kommentare von Facebook und wie ihr wisst, machen wir ja Content auf Deutsch für Deutsche. Und Conny Folger hat geschrieben, Man, learn English. Das ist auch der Klassiker, ne? Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber die Deutschen, die bemängeln immer die englische Aussprache, ne? Ich weiß, es gibt ja Sissi, die Auswanderin, kennt ihr die? Ja. So, die hat ja auch damit zu kämpfen, ne? Die ist ja auch schon, weiß ich nicht, 180 Jahre hier in den USA und die kriegt immer Kommentare mit, dein Englisch ist gruselig. Und das sagt dann wahrscheinlich so eine Sabine, ne, die in Castrop-Rauxel in so einer 3-Zimmer-Wohnung oben sitzt, ne? Und das ist irre. Sabine, die hatte bestimmt im Gymnasium in der 10. Klasse Englisch-Erweiterungskurs. Ja, wahrscheinlich. So, Aber und das interessiert auch nur die Deutschen, ne? das interessiert nur die Deutschen. Aber es gibt dann auch so Leute, die dann sagen so, also die sagen, wenn das alles so ein Traum ist, ne, der liebe Ralf Knaus, der sagt, wenn das alles so ein Traum ist, wieso dreht man dann jeden Tag ein Video auf Deutsch?
Da wird man doch eher rasch ein Teil von der Kultur, oder? Also mal ganz ehrlich, Ralf, woher weißt du das für jeden Tag? Bist du so ein Fanboy? Guckst du jeden Tag unsere Videos? Das ist dafür. Das ist aber das ist auch so geil. Ne? Also ich meine, die Leute kommentieren ja, ne? Und sagen immer so, brauche ich nicht und bla bla. Aber die kommentieren ja. Und die kommentieren regelmäßig. Also die gucken ja Immer auch und immer regelmäßig. wieder. Das ist Und schon es sind geil. immer dieselben Leute. Das ist herrlich, herrlich. Ja. Aber was hast du denn noch so an bösen Kommentaren? Lass uns mal so mit diesen gemeinen Kommentaren anfangen. Es ist jetzt nicht. Doch, es ist schon ein bisschen. Es ist eigenartig. Es ist auf Englisch. Wir können es euch aber gerne übersetzen. Ich habe ein Reel gepostet, wo ich nach Walgreens, das ist hier die Apotheke, da bin ich hingefahren und habe meine Medikamente abgeholt und habe alles erklärt. Ich fahre ja zur Apotheke und ich hole meine Medikamente im Drive-Thru. Und dann hat ASAD, so heißt der Account, hat darunter kommentiert: "No one works there for you. Suggest to do your stuff by yourself." Oh, das habe ich gesehen. Das ist, wo du da durchgefahren bist, oder? Der hat auch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also in der Tat ist es um das so, zu die übersetzen, Leute arbeiten. übersetzt es einmal. Also er hat halt geschrieben, da arbeitet keiner für dich, hol dir deine Sachen selber. Und das Problem bei der Geschichte ist, ich kann ja nicht einfach in die Apotheke gehen und meine Medikamente selber abfüllen. Das wäre, glaube ich, illegal und du würdest festgenommen, wenn du da zwischen den Nein, das Medikamenten geht. rum warst. Aber Und das habe ich auch darauf kommentiert und ich habe gesagt, hör mal, das geht nicht. Ich kann nicht einfach da reingehen und mir selber Medikamente aus dem Regal zu ne, die werden hier in diese Döschen abgefüllt. Und dann hat er gesagt, das ist sehr enttäuschend und sehr respektlos von mir. Ja, du steckst da auch nicht drin. Also das ist ja auch ein grundsätzliches Problem. Ne? Weißt du, die sehen ja immer nur 1 Minute 30, ne? Und dann interpretieren die Sachen rein, wo wir gar nicht drauf gekommen wären. Also wir wissen ja gar nicht, was der sich dabei gedacht hat eigentlich, ne? Ja, Da habe ich ganz, ganz viele von, wo Leute halt ein Reel gesehen haben. Und ich habe zum Beispiel manchmal 2 Reels gemacht, die so ein bisschen zusammenhängen. So 5 Dinge, die ich in Bezug auf das gut finde und 5 Dinge, die ich in Bezug auf das nicht so gut finde. Und Leute sehen das, 1 Minute Reel und sagen, geh zurück nach Deutschland, wenn es dir nicht gefällt. Oh ja, das hatten wir auch schon ganz Das oft. sind meine Lieblingsdamen. Ja. Sind ja immer Damen nur. Ja, Ne? es sind meistens da. Da habe ich gleich noch ein paar Schätzchen für euch gefunden. Aber das Geilste, also wirklich eins meiner Lieblingskommentare, auch wieder von so einer älteren deutschen Dame. Ich weiß noch nicht mal, ob sie in Amerika wohnt oder nicht. Aber sie schrieb, will der damit Geld verdienen? Lacht Smiley. Wo ich denke so, Also da muss ich ja grundsätzlich mal was zu sagen. Ne? Also das ist ja immer so. Ne? Die Kommentare kriegt ja jeder irgendwann mal. Die sagen ja, du machst das ja nur wegen Geld. Ne? Wegen des Geldes. Genitiv, habt ihr gemerkt. Ne? So, aber es ist so, wir kriegen einfach auch kein Geld dafür. Du kannst davon nicht leben, so wie wir das machen. Ne? Also Schön wär's. ich habe ja so einen TikTok-Account. Ne? Und mein TikTok-Account weist 55 Cent auf bei 26.000 Followern. Ne? Und YouTube... du hast uns nie erzählt, dass du reich bist. Ja, was meinst du, wo das alles her ist? und YouTube zahlt ein Apfel und ein Ei. Das ist nicht mehr wie früher, ne? Dass man da richtig Geld mit verdienen kann. Ne? Also es gibt so ein paar große YouTuber, die so einen amerikanischen Kanal, die kennt ihr ja alle. Ne? Die können vielleicht davon leben, ne? Aber ich habe nur meine Familie, ne? Ich habe irgendwie Frau und 2 Kinder, ne? Und das, also du wirst nicht reich. Das hier ist ein Hobby, das bleibt ein Hobby und das ist der Spaß am Aufbau einer Community. Das möchte ich nochmal sagen. du brauchst dich gar nicht rechtfertigen. Ich meine, das sind echt dumme Schrapnellen, die so Ich habe noch schreiben. eins gefunden, das echt gemein war. Ja. Ich weiß gar nicht mehr bei welchem, so einfach irgendein random Reel, wo ich was, und ich mache eigentlich immer relativ, wo ich positiv die Dinge darstelle, muss ich sagen. Und jemand auch wieder auf Englisch, und das ist so komisch, die Leute, die meine Reels gucken, die können ja Deutsch, das sind Deutsche, weil die Reels sind auf Deutsch. Und es ist wieder ein englisches Kommentar. You're such an hypocrite and a superficial girl. Oh mein Gott, ja, super. Einfach so Nein, aus dem Nichts. Und dann habe ich gesagt, also auf Deutsch, du bist, also wie sagt man, also superficial ist halt oberflächlich und hypocrite ist, ich wäre eine Heuchlerin. Und da habe ich gedacht, es ist ganz schön oberflächlich, jemanden auf ein einminütiges Reel zu verurteilen, aber okay. Aber urteilen? Warte, da kann ich noch einmal, den Kommentar hast Ja. du nicht, aber der fällt mir gerade ein Ja. dazu. Ne? Und zwar gibt es hier so einen Vogel und wenn du das guckst, ne, genau dich meine ich. Du wohnst in New Braunfels übrigens. Krass, ne? So, und du bist Deutscher, lebst in Texas. Und du hast mir erzählt, ich hätte noch nie in meinem Leben richtig körperlich gearbeitet. Ne? Oh, den Kommentar habe ich. Und ja, wirklich? Ja. Dann musst du den vorlesen. Weil den Vogel, wenn du mal hier bist, ne, kommst du vorbei. Ich zeig dir mal, wer ich bin. Weil du meinst, du kannst in 1 Minute 30 entscheiden, was ich schon in meinem Leben gemacht habe. Hier, komm her. Ich hoffe, du bist es. Lieber Jens Richter,
Sorry, du bist nur peinlich. Was du zeigst, ist nicht das echte Texas. Du hast wahrscheinlich nur zu viel Geld, ohne irgendwie wirklich richtig körperlich gearbeitet zu haben. Weißt du, was harte körperliche Arbeit ist? Lieber Jens, bisschen neidisch. Was ein Vogel. Aber jetzt mal ganz ehrlich, warum schreibt man sowas? Ja gut, aber wir haben ja festgestellt, dass André mit 55 Cent zu den besseren Verdienern auf TikTok gehört. Also von daher hat der Jens ja nicht ganz unrecht. Ja, da hast du recht. Lieber Aaron, vielen Dank. Danke, dass du uns den Kopf gerade gerückt hast. Ja. Ne? Weil zum Thema Kopf gerade rücken, ne? Also Kopf. André bekommt hier wegen seiner Kopfbedeckungen, wegen des Hutes, kriegt er so geile... Zweiter Genitiv. Jetzt bist du aber wuschig. Oh mein Gott, ich liebe... Also jetzt mal ganz kurz, ich bin Linguistin, ja? Ich habe meinen Master in Linguistik. Das heißt, ich stehe darauf, Du hast wenn man... also noch nie gearbeitet. Genau. Das heißt, ich liebe es, wenn man Grammatik richtig verwendet. Jawohl. Und ich bin eine Robotschnauze und insofern ist mir das auch wiederum egal, aber ist egal. So, also, was steht hier? Der Hut macht keinen Texaner. Der Hut steht dir nicht. Nee, André, der Hut steht dir überhaupt nicht. Weißt du, das sind dann so Kommentare, wo ich denke so, warum schreibst du sowas? Warum das machst du finde ich das? okay. Na, pass auf. Aber dann, und dafür vielen lieben Dank, Laila, ne, wirklich... cool. Laila, super Fan. We love you, wenn du es irgendwann mal siehst. Cowboy-Hut, Herzchen. Der Hut steht dir gut. You rock. Kompliment für deine tollen Sachen. Also wirklich, wir bekommen auch, gerade was den Hut angeht, bekommt André solche und solche Nachrichten. Also Ich habe da mal eine Frage, also gerne mal in die Kommentare. Was macht einen denn zum echten Texaner? Also grundsätzlich so oft haben wir hier nicht mehr Pistolenduelle, wo wir uns hier gegenseitig erschießen. Also ja, je nach... Gestern Nacht mit dem Nachbarn? Ja, je nachdem, aber nein, aber Spaß beiseite. Aber was macht einen denn zum richtigen Texaner? Also das würde mich dann immer mal interessieren für die Leute, die diese Kommentare schreiben, weil ich glaube, ein Riesenunterschied, was viele Deutsche nicht verstehen, zu den USA allgemein ist, Amerikaner kann jeder werden, wenn er hier hinkommt, wenn er sich so fühlt, weil du bist Amerikaner, wenn du dich danach fühlst. Das gehört ja auch so ein bisschen zu der Geschichte von dem Land. Gab es ja eine Speech von Ronald Reagan, der das dann mal gesagt hat. Ne? Aber das stimmt schon. Ne? Also da hat der Aaron völlig recht. Ne? Das ist ja auch so, ich habe ja heute, also wenn ihr das Video seht, habt ihr, googelt gerne mal, also es war ein Kommentar, der sagte, ja, du hast gar keine Rinde, aber trägst einen Cowboy-Hut. Weißt du, das ist auch so bescheuert, ne? Weil nach der Logik musst du ja auch Baseball spielen, wenn du eine Baseball-Cap aufhast oder eine Trucker-Cap, dürfen nur LKW-Fahrer haben. Ne? Das ist Aaron fährt heimlich LKW Heimlich. und André kommt gerade vom Baseballtraining. Ja. Also, Ja, alles Football. gut. alles gut. Ja, aber weißt du, manchmal, das Geile bei diesen Kommentaren ist ja auch so diese Selbstoffenbarung, was den intellektuellen, wie nennt man das so schön, intellektuellen Standard hier? Guck dir mal die Amis an, die haben alle keine Bildung. Oh ja, aber, ne, also wirklich mein Lieblingskommentarthema Bildung und USA Hass ist von Rainer Köhler. Danke Rainer, you made my day, because du sagtest, weil Texas so ein scheiß Land ist. Lass ich jetzt mal so stehen. Das ist, der Rainer ist halt auch, ich sag mal, der hat halt nicht profitieren können vom kostenlosen deutschen Bildungssystem. Also ich muss jetzt vorsichtig sein, weil mein Papa ist auch Rainer, aber früher haben sie in der Feuerwehr immer gesagt, alle stehen vorm brennenden Haus, nur nicht Rainer, der guckt raus. Sorry, Rainer. Rainer, guck ich. Der Rainer. Was macht jemand zum echten Texaner? Rainer. Denn was ich auch noch richtig geil finde, ist, also vielleicht hast du ja auch so ein paar Kommentare. Guck mal durch. Ich wollte noch mal kurz zurück zum Woran Hut ist denn kommen. Ich trage tatsächlich keinen Hut in meinen Videos, aber André ist ja dafür bekannt. Und wir kriegen auch manchmal nette Kommentare. Und Bert hat geschrieben, ein Hut würde dir gut stehen. Ich denke, du solltest wie André, der auch solche Videos macht, einen Hut tragen. Und er hat mir noch ein Foto als Beispiel geschickt, wie er einen Hut trägt. Und jemand anders hat geschrieben, der Musa, du siehst aus wie André Achtermeier, nur mit langen Haaren. Ah, den Musa, den kenne ich, glaube ich. Der ist nett. Da wollen wir den Der Vergleich Musa direkt ist machen. nett. Also warte, wir wollen gucken. Ja, Hey, also, geh mal zusammen. Mach mal zusammen also ich hier. denke, Könnte, Ja, wir sind Könnten die gleichen sein. eineigige Zwillinge. Bei der Geburt getrennt. Aber weißt du, das ist aber auch okay. Ne? Manchmal fühle ich mich ja einfach aus, Frau. Das ist so, ne? Aber warte, du siehst aber gar nicht so hübsch jung der aus. Unterschied ist, hier kannst du dich so fühlen, in Deutschland kannst du, glaube ich, jeden Tag umtragen. Weißt du? Du musst einfach sagen, hey, heute bin ich... Entschuldigung, makaber, ich weiß. Komm, hast du denn auch geile Kommentare? Jetzt lass mal so dieses Persönliche weg. Das Persönliche finde ich natürlich auch witzig. Da können bezüglich USA, ja, Genau. habe ich ja gerade eins. Ich weiß nicht, ob der Content wichtig ist. Also
Das Reel war, glaube ich, einfach nur um Sachen in unserem Haus, was in unserem amerikanischen Haus anders ist. Und Jan Breithaupt hat geschrieben, deswegen knallen sich bei euch die Leute ständig gegenseitig ab. Das mit den Kosten für jegliche Energie wird sich früher oder später bei euch auch noch ändern. Das mit der Freundlichkeit kommt immer drauf an, wo man ist. In Deutschland genauso wie bei euch. Ah ja, ja. Okay, Jan. Ja, Jan- also Jan hat definitiv recht. Ich glaube, was Jan nicht weiß, was wir unbedingt mal für ein Video machen müssen, wie wir morgens aus der Haustür gehen, mit dieser Hechtrolle hinter das Auto verschanzen, weil die ersten Schüsse fliegen. Ja, absolut. Also, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich muss so stehen lassen. Lieber Jan, du machst uns sprachlos mit deinem umfangreichen Wissen. Ich bin mir ganz sicher, du hast schon sehr lange Zeit hier in den USA verbracht, weil woher willst du das sonst wissen? Volkshochschule. Apropos lange Zeit, hör mal. Einer meiner Lieblingskommentatoren ist Roswitha. Oh, die ist auch geil. Roswitha Wagner. Ich glaube, laut Foto ist sie 60. Keine Ahnung. Lass mich raten. Amerikanerin, aber mit deutschem Hintergrund und seit Jahren hier. Oh ja, sie schreibt. alle. Wir alle. Also das sind ja meine Lieblingskommentatorin. Roswitha, Da gibt's you made ein my paar day. von. Weil du sagtest, ich bin seit 46 Jahren hier und die Amis werde ich nie verstehen. Mal ganz ehrlich, du bist die Erste, die sich echt beschwert, dass sich hier niemand integriert. Und selber redest du über deine, ich würde sagen, Mitbewohner irgendwie, ich gehe davon aus, du bist Citizen. Und dann nennst du sie die Amis. Und dann sagst du, ich werde die nie verstehen. Ja, also ganz ehrlich, du hast ganz viele von solchen Kommentaren, wo ich denke, warum bist du hier, wenn du das so scheiße findest? Das war auch meine Frage. Warum bist du dann hier? Das zeugt irgendwie davon, dass du Aber das nicht ist so ja, ganz zufrieden weißt du, bist. das ist ja ein Muster, ne? Also die meisten, die hässlichen Kommentare, die sind ja auf Facebook, ne? So, und da tummeln sich halt ältere Damen, ich sag mal so 65, 60 Jahre, die dann irgendwie vor 30, 40 Jahren mal einen amerikanischen Soldaten in Deutschland kennengelernt haben. Dann haben die geheiratet, sind mit dem hier rübergekommen, weil das ja hier das Paradies auf Erden war. Und jetzt sind die frustriert. Weil das ist vielleicht gar nicht so, wie die sich das vorgestellt haben, sind aber hier irgendwie so gefangen und haben noch eine Erinnerung an Deutschland, die 30, 40 Jahre weiter ist. Genau, und ich glaube genau, das ist Ja. das Problem, weil das hat sich halt extrem verändert. Und ich glaube manchmal, dass auch die Deutschen aus der Zeit manchmal das Gefühl hatten, Deutsche sind manchmal so, nicht ich muss mich anpassen, sondern die Leute müssen sich an uns anpassen. Und das ist so ein Riesenproblem, was nicht jeder Deutsche, was viele Deutsche haben. Egal in welchem Land ich lebe, ich muss mich an das Land anpassen. Und ich sollte mit diesem Land leben und das auch wollen, weil ansonsten kann ich mir vorstellen, ich glaube, wenn ich das hier so hassen würde, wäre ich auch sehr unzufrieden. Und vielleicht würde ich dann auch so Hasskommentare schreiben, weil ich nichts anderes zu tun habe den ganzen Tag. Außer diesen Hass in mir ja zu schüren. Ja, du kannst ja auch hervorragend so, also Social Media ist auch Ventil, ne? Also, Ja, weißt du bist halbwegs anonym, ne? Du kriegst nicht sofort Feedback, weil die meisten haben ja keine Eier, ne? Also wenn ich dich mit denen treffen würde und sage, ja, sag mir das ins Gesicht, dann würden die meisten ja den Schwanz einziehen, ne? Ja. So, darum ist Social Media, du lässt da einfach mal die Dampf raus, dann sagst du, boah, dem habe ich es aber gegeben. Dann gehst du ins Bett, trinkst dir noch ein Bierchen und alles ist gut, ne? Ja, hör mal, weißt du, wer es dir auch gegeben hat? Ist Banu Kretschmer. Der sagt nämlich, was ist das denn für ein Spacken? Ja. Ja. Jo, aber weißt du, das interessiert mich nicht, weil da musst du mitleben. Ne, weißt du, ich habe Da gibt es viele von. auf Facebook 13.000 Follower, auf YouTube 13.000, auf Instagram mittlerweile 26.000. Das ist einfach, da sind immer ein paar bei, die dich nicht mögen. Du hast sehr viel mehr auf Instagram. Nein. Doch, das ist fast 30. Ah ja, gut. Also wenn ihr das Video seht, ich habe 300.000. Ist aber auch egal. Weißt du, aber ich habe gelernt, du kannst, wenn du so Social-Media-Nummern machst, nicht jedem recht machen. Und es gibt Leute, die mögen dich einfach nicht, weil die halt auch mit sich selbst nicht zufrieden sind. Ne? So, das ist auch völlig okay. Also, das Einzige, was ich immer lösche, ist, also ich lösche 2 Arten von Kommentaren. Der erste Kommentar ist, wenn das richtig hart persönlich beleidigend ist, ne? Oder wenn das eine Bedrohung gegen meine Familie ist, dann lösche ich das und melde das. Oder wenn das Kommentare gegen die NS-Zeit sind. Ne? Also wenn das so ist, so wenn hat mal einer verglichen mit Julius Streicher, der könnt ihr mal googeln, wer das war. Ne? Den habe ich natürlich gemeldet und geblockt, ne? Weil das akzeptiere ich gar nicht. Ne? Also das geht überhaupt Das nicht. Traurige, ich werfe es nur ein und dann beenden wir das Thema, ist, dass wahrscheinlich jetzt 90% das googeln müssen. Ja, das, Ja, nein, ich weiß, das liegt nicht an den Menschen. Und Nee. das ist zum Beispiel auch so ein Ding, Schulbildung etc. wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist halt auch so ein Ding, das sind eben genau diese Leute, die sowas dann schreiben, die ich könnte wetten, der hat das mal aufgeschnappt und er selber weiß gar nicht so viel darüber. Könnte ich fast wetten. Ja, das Aber kann ich will das sein. einfach mal so stehen lassen. Ne? Trotzdem, also ich meine, du wirst ja auf Social Media sehr schnell hier in die rechte Ecke gesteckt. Ne? Also das ist ja einfach so, weißt du, du bist in Texas und findest das auch noch Ja, aber gut. hier ist ja auch Rechtsverkehr. Hier ist Rechtsverkehr. Findest das auch noch gut, was hier ist. Ne? So, und dann wirst du sehr schnell in die rechte Ecke gedrängt. Ne? So, und ich bin weder rechts noch links. Ne? Ich bin
ich habe eine konservative Einstellung, ne? Genau. So, und ich dulde einfach keine Vergleiche mit der Nazizeit, weil ich finde, das relativiert die Nazizeit, ne? So, und ich finde einfach, wenn du solche Sprüche machst, dann hast du einfach auch den rechten Weg verlassen, ne? Weil du einfach, das, was damals passiert ist, war Horror, das darfst du nicht Und was die Leute ja nicht verstehen, gerade die USA, auch wenn es hier natürlich auch diese Probleme gibt mit Gewalt gegen Minderheiten oder wie auch immer und das immer gegeben hat, aber die USA ist eines der wenigen Länder, was auf Multikulti aufgebaut ist. Ohne Multikulti würde es die USA nicht geben. Und sicherlich sind da schlimme Sachen passiert in der Sklavenzeit und gewisse andere Sachen, aber was ist denn in anderen Ländern passiert? Die Sklavenhändler waren übrigens Schwarze. Ja, und wir wollen uns nichts vormalen. Also Deutschland hatte auch Kolonien und was weiß ich. Also das ist Sklaven, alles- da kannst du tausende von Jahren zurückgehen. Nee, auch wir Deutsche hatten- waren so Sklaven. wir hatten so schöne, wir hatten Sansibar und so. Leute, Bevor wir lass uns uns verrennen, können wir genau. eine Pause machen. Ich werde von den Mücken sowas von zerfressen. Ich habe bestimmt 20 neue Mückenstiche. Ich muss Nein. mir einmal kurz einsprühen. Alles klar, bleiben Sie dran. Ich hab- Die Werbungspause wird gesponsert von irgendeinem Bier. Von off, damit sprühe ich mich jetzt komplett ein. 3 days later. Ihr Lieben, danke. Du bist wieder da, du bist frisch eingesprüht. Die Mücken können dir gar nichts mehr. Hoffentlich. Naja, werden sie nicht. Bist halt, was soll ich sagen? Noch nicht ready für Texas. Wäre jetzt ein böser Kommentar. Das wird wahrscheinlich jemand schreiben. Ich habe tatsächlich Kommentare dazu bekommen, zu meinen Mückenstichen schon. Wirklich? Ja? Ja, klar. Ich habe doch meine Mückenstiche mal gepostet Ja. und dann wurde geschrieben, Vorbeugung, bleib daheim. Oh no. Oder wer fährt auch da in Urlaub? Es ist so geil. Bleib doch einfach da. Also jetzt noch was, das ist kein Kommentar. Mallorca. Das ist kein Kommentar, aber das habe ich heute in der Welt oder in der Bild oder irgendeinem wirklich überflogen. Also überflogen. Aber da stand wirklich drin, sinngemäß, Deutschland kriegt eine Hitzewelle, bitte verlasst das Haus nicht. Ich hab das auch gelesen. Wo ich denke, so Leute, echt jetzt? Was sollen Das wir? heute sehr krass war, ne, mit 41,3 Grad. Hatten sie nicht. Doch, wurde ja gemessen. Was für ein Der Bullshit. Hitzerekord. In der Sonne. Komm, lass uns Also lieber das wieder. Problem ist, die Autos können da nicht fahren, weil die Hitzetoten einfach überall liegen. Genau. Hier in Texas, wir kennen das jeden Tag. das Speedbump. Schon wieder Okay, ich habe noch sehr geile Kommentare zur Kategorie. Aber ich weiß das ja sehr viel besser als du, weil ich war schon mal in den USA oder ich lebe in den USA. Und einer meiner Lieblingskommentatoren, und ich hoffe, du siehst es und siehst mein Lächeln, Kerstin Sedelmeier. Die ist auch geil. Aha. Hättet ihr es gewusst? Was denn genau? Dein von Fehlern gespickter Kommentar. Erstens, Texas Hammer ist Jim Adler, sonst niemand. Kein Anwalt außer Jim Adler wird Texas Hammer genannt. Also es ging um sein Video über Anwälte. Zweitens, Anwälte bekommen, bevor es zu Gericht geht, 30 bis 35, ich kann es kaum lesen, 30 bis 33% im Vergleich. Und erst nachher irgendwie, keine Ahnung. Kerstin, ganz ehrlich, das ist schön, dass du das weißt. Warum tust du das? Also warum macht man sowas? Also, Weil Kerstin halt verkackt hat im Leben und jetzt ihre Chance sieht, zu beweisen, dass sie was besser kann als ein anderer. ja, aber wirklich bei jedem Video? So wirklich bei jedem Und ist halt Video? Fan. Nein, das ist chronische Unzufriedenheit. Ja, aber also bei Real Talk, Oder Leute, kritisch. ja, das kann auch sein. Das fände ich schon wieder geil, muss ich sagen. Das würde mich auch ein bisschen scharf machen, muss ich sagen. So Onlyfans André mit Hut. Ja. Oh, mega. Kerstin, du bist 20% off mit dem Code André mit Hut bei Onlyfans auf. Pass auf, aber es gibt noch, also davon gibt es ja auch. Wir gründen hier im Video gründen wir hier einen Onlyfans-Kanal. Ist ja auch geil, ihr seid dabei. So. Das ist es. tun Die wir nicht, Kommentare das von tun euch, wir wir wollen nicht. damit nur Geld verdienen. Und das ist es. Ihr habt uns zu dieser Idee gebracht. Onlyfans. Mit Bitte Hut. nicht, bitte nicht, bitte nicht. Lena, komm. Ich habe auch was heißt Klugscheißer? Ich habe mal ein Reel gemacht, so 5 Dinge in amerikanischen Straßenverkehr. Was ist anders? Nicht besser, nicht schlechter, was ist anders? Und Wolf hat geschrieben, Wolf mit 2F. Wolf Erhard. Die Gefahr in den USA im Straßenverkehr zu sterben ist fast 4-mal so hoch wie in Deutschland vom Schusswaffenmissbrauch. Rede ich gar nicht erst. Und was Eis macht, sollte allgemein bekannt sein. Soll ich jetzt gemein sein? Ja, bitte. Also, ich habe mir mal die Mühe gemacht, weil mich das selber interessiert. Straßenverkehr ist vollkommen klar, hier ist ein bisschen mehr, hier ist aber auch ein bisschen mehr auf der Straße los, andere Geschichte. Aber zum Thema Schusswaffengebrauch. Wenn mir jemand erzählt, USA hat 45.000 Schusswaffentote im Jahr, das stimmt. Was keiner erzählt, 30.000 sind davon Selbstmorde, hier kommen die Leute einfach an Waffen. Und das klingt hart und ist fies.
und ich weiß nicht, ob André es rausschneidet, aber wenn wir das nach ethnischen Gruppen ausweisen und wir nehmen Weiße, dann ist die Tötungsrate mit Schusswaffen hier nur doppelt so hoch wie in Deutschland. Das kann jeder in der KI nachgucken, weil das Riesenproblem ist, dass gewisse Bevölkerungsgruppen in schwierigen Lebenssituationen, das sage ich bewusst, dass das da häufiger vorkommt und meistens in der Familie, gar nicht in der Öffentlichkeit. Das heißt, die Leute laufen nicht über die Straße und knallen irgendwen ab. Und das ist halt der einzige Unterschied. Und wenn ich das dann vergleiche, dass es nur doppelt so hoch ist, bei aber, ich glaube, 30 Mal mehr Waffen, dann frage ich mich, wenn Deutschland so viele Waffen hätte, was wäre dann in Deutschland los? Dieses Könnte man Video wird drüber gesponsert von der National Rifle Association. Bleiben Sie dran. Grüße gehen raus. Leute, ganz ehrlich, ich brauch was Positives jetzt. Ich brauche was Positives. Wir haben natürlich positive Kommentare. Und zwar wirklich ganz viele. Sorry. Wir haben auch Ich habe wirklich viele positive Kommentare, aber ich wusste nicht, dass wir auch positive Kommentare Pass auf. Tina macht jetzt die positiven. Ich mache jetzt, ihr kennt mich, ich bin hier unser kleiner Hippie und deswegen, ich kann nicht nur fies, ich kann auch ganz lieb. Und deswegen, danke Denise. Denise sagt nämlich 8. Mai vor Präsident. Ich kann das nur unterschreiben. Ich habe das gegoogelt, das geht nicht. Ich muss hier geboren sein. Naja, dann machen wir halt noch eins. Weil sie sagt ja nur Du hast doch 8. Kinder. Mai. Ja, Die heißen auch 8. Mai, oder? So. Nicht hier geboren. Und dann Gut, Lena, zweiter Kommentar direkt darunter. Als Schweizerin würde ich ihn wählen. Er ist richtig gut. Danke. Denise, danke. Ich finde den auch richtig gut. Oder, Laila habe ich ja schon gesagt. Was haben wir noch? Matthias. Cooler Hut und Top-Berichterstattung. Ja, Dankeschön. Ich habe noch viel mehr. Darf ich noch? Du kannst gerne. Ich habe keine positiven rausgesucht. Ich habe aber ein paar lustige. Okay, muss ich sagen. dann lustige. Also die ich persönlich lustig finde, auch wenn sie wahrscheinlich gemein lustige. Also meistens Aaron und ich, wir betreiben unsere Kanäle gemeinsam, aber ich bin halt eigentlich diejenige, die Videos macht und Aaron ist nicht so oft zu sehen. Und ich sage halt so sehr oft wir oder uns. Und Nikolas hat geschrieben, uns, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Der Mann ist ein Sklave. Woher weißt du das? Hat er eine Kamera bei uns im Schlafzimmer? Und vielleicht, weißt du das? kann ich nicht. Warte, irgendwo hatte ich eben noch richtig was. Oh, das ist auch gut. Auch wieder auf Englisch. Move back to Germany. You are not good for our country. By the way, there's a Home Depot. They have the best light switches. Das ist auch, weißt du, aber der Kommentar, der kommt mit Sicherheit auch von einer deutschen älteren Natürlich. Dame. Ne? Sonja Poppe. Sonja Poppe. Sonja. Oh, die kenne ich. Die schreibt wirklich furchtbare Ja, Kommentare. die ist total frustriert, die Frau. Ne? Also, liebe Sonja, Sonja Poppe, wenn du Vielleicht hat Sonja keinen Sklaven. aber Sonja, wenn du dieses Video hörst, pass auf, du musst mal rausgehen, du brauchst mal einen Mann, und du musst mal wieder geerdet werden, wenn du weißt, was ich meine. Jetzt meine Frau greift schon rein, weil sie weiß, worauf das hinausläuft hier. Nein, Sonja, du ich denke brauchst mir, Liebe. Du brauchst einfach nur Liebe. Ich denke mir Jeder das von ganz euch, ihr braucht oft, nur Liebe. Macht halt einfach mal das Handy aus. Oder ein Laptop, So. wo man ja Cellphone dran hast. Pass auf, Kannst du pass kein auf. Englisch, oder? Liebe, lass uns weiter Geht Liebe zum Pause. reden. Lass uns weiter Liebe reden, weil, oh mein Gott, du musst das einmal festhalten, weil ich muss das gerade kurz größer machen. Tina ist auch schon, ich bin ja 82, Tina ist 81, also jetzt auch mit den Augen. Ich habe es auch mit den Augen, weil der Jens Ulf, Der ist aber gut. darf ich kurz lesen? Jens Ulf Seibecke. Vielen Dank für deinen Kommentar, weil, André, ich war erst etwas ein Nörgelheini, aber ich muss sagen, lange nicht mehr. Toll, wie sie das machen. Respekt, was ich total cool finde, dass sie nicht diesen Dialekt habt wie Ami-Deutsch. Mein Bekannter lebt schon einige Zeit in Amerika und der Dialekt wird immer doller. Pass auf, und davon haben wir nicht nur einen. Ich habe leider nur einen Kommentar davon gefunden jetzt auf die Schnelle. Aber es gibt einige, die am Anfang wirklich gesagt haben, so boah, nur genörgelt und was für ein Spacken. Und dann wirklich mal offen waren und André zugehört haben und erkannt haben, was für ein toller Typ du bist. Das ist süß. Oh. Nein, wirklich, das ist super süß. Also jetzt weißt du, wenn wir das Video drehen, dann kommt das so rüber, als hätten wir nur solche Kommentare. Ne? Also ich finde, bei uns auf dem Kanal, das ist, also wir
nehmen die natürlich hervor, weil das natürlich auch interessant ist für andere. Ne? Aber die Mehrzahl der Kommentare, ne? Ich meine, insgesamt über die ganzen Kanäle verteilt sind ja vielleicht 100.000 Follower. Ne? So, das, was wir jetzt haben, sind eine Handvoll, ne? Die so kommentieren. Ich Ne? würde sagen 10%. Ja, also das ist, die meisten sind keine wirklich, 10%. wirklich sehr gut. Weil das Und sind ja auch immer wieder die gleichen. genau, sind immer die gleichen. Ja, aber wirklich, warum wir das machen, ne? Und warum wir uns all diese Kommentare antun, sind dann die Motivationskommentare, nenne ich sie gerne. Wie, danke für die Info, das habe ich nicht gewusst. Hört sich sehr gut an. Da müsste man viel öfter drüber reden, damit es im Gedächtnis bleibt. Danke, Thorsten, dafür. Oder Sabine, danke für die tollen Tipps, was man in Austin alles so anschauen kann. Ich komme am Donnerstag nach Austin in den Urlaub und ich kann mir solche Tipps immer gut gebrauchen. Oder Thomas Bahler, danke für guter Tipp für den nächsten Besuch. Sieht wunderschön aus. Weißt du, das sind die Kommentare, die uns so motivieren. Vielen lieben Dank dafür. Lena, du hast, glaube ich, noch 2 gute, ne? Also 2 richtig lustige. Ja. Ich habe wieder nur richtig... Also, Lena, komm! lieber Olaf Berg, Also Olaf Berg, das war, wisst ihr noch, im Januar, da hatten wir hier einen Eissturm und wir haben uns da so ein bisschen drauf vorbereitet, weil es hier halt so ein bisschen, hier ist halt nicht so Winter, ne? Und da musste man sich so ein bisschen drauf vorbereiten, weil Strom kann ausfallen und so weiter. Olaf hat geschrieben, das soll Vorsorge sein? Sag mal, soll ich lachen oder klatschen, dass sich Gott so wenig Mühe machen muss, euch Bluten leiden zu lassen? Ein normaler Deutscher mit Landwirtschaft. Und dann zählt er auf, was er alles hat. Ich will das jetzt nicht alles aufzählen. Er ist ein warte Prepper, mal. was in Ordnung ist. Vorrat. Er hat 2.000 Liter Trinkwasser, Desinfektion für 100.000, Stromaggregat, Solarzellen. Er hat ein bisschen was. Ich Weißt du was? Prepper. Ich find Pass das auf, und jetzt kommt, weißt du, was wir haben? Wir dürfen das alles haben, plus Knarren. Aber Olaf war noch nicht fertig. Dieser Kommentar war auf Deutsch verfasst und danach auf Englisch auf Olaf, einmal. Englisch. Und da habe ich mich schon gewundert. Ist ja multinationaler Landwirt. Und da wurde es emotional. Soll ich es direkt übersetzen? Ja, du übersetzt direkt. Okay, Gott bestraft euch für eure Sünden, USA. Ihr müsst bluten in allen möglichen Richtungen, für alles, was ihr begangen habt. Ihr, ich kann gar nichts mehr übersetzen, das ist der Wahnsinn. Ja, also, you deserve it. You much more is to come. Was You wir- will not be forgiven. Was wir Grönland angetan haben, ja, das war Ja, schrecklich. für alles, haben wir was denn wir Grönland angetan? angetan Die sind dahin geflogen. haben, was wir Island angetan haben, dafür in müssen wir Island? bestraft werden und wir werden leiden. Ja, der NATO. Das war eine Predigt. Ich habe mich gefühlt wie in der Kirche in dem Moment. Ja, vielleicht ist er Landwirtspfarrer. Aber da, weißt du, das ist aber was Aber grundsätzlich ist. danke, Olaf. Weißt du, es wird ja in den Kommentaren wird alles politisiert. Ne? Das ist ja ein Grundproblem von Deutschland. Ne? Fußball-Weltmeisterschaft, politisch. Lass doch einfach 2 Mannschaften spielen, guck, wer der Beste ist. Nein, das ist politisch. Die Länder spielen. Das ist wie Krieg. Also für die Deutschen ist das Politik. Ne? Alles ist Politik. Mein LinkedIn-Profil in Amerika ist, also mein amerikanisches LinkedIn ist Business, Business, Business. Ne? Wie hilft man sich? In Deutschland ist so Presse, Politik, bla bla bla. Es ist einfach also das ist, Ich habe manchmal das du Gefühl, kommst die Leute nicht weiter können in da gar Deutschland. nicht mehr entspannen, richtig. Nee, können die also, nicht. Die können gar nicht mehr runterkommen. Und Das die ist können, vorbei. Also, Nein. es ist Doch. hier sicherlich auch so, dass Es ist niemals vorbei. es Ich ist habe hier sicherlich Hoffnung. auch so in den USA, dass es diese extremen Lager gibt. Extrem ist immer schwierig, muss ich sagen, egal in welche Richtung. Aber diese normalen Leute, ob der eine konservativ ist und der andere weniger, die trinken hier beim Fußball ihr Bier, die machen ja. dies. Interessiert kein Und was ich Schwein. interessant fand, ist euch das mal aufgefallen? Bei der letzten Wahl wurde in Deutschland in der Presse war immer, Amerika ist so gespalten. Ja, ich hab- Wisst ihr, was gerade in Europa los ist? Im ZDF In gab's, England, in vor Frankreich und in 12 Jahren. Deutschland. Also von wegen gespalten. Also in Deutschland werden Wahlen veranstaltet, werden Parteien gewählt, die kommen dann gar nicht rein. In England gehen sie auf die Straße, weil ganz viele schlimme Dinge passiert. Aber das heißt, trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, obwohl wir jetzt auch sagen müssten, ihr seid total gespalten, aber das ist Quatsch. Das ist Demokratie, unterschiedliche Meinungen und was weiß ich. Also dieses, und das ist so, es wird in Deutschland immer alles so, diese Korrektheit. Nein, das ist auf der Waage, das geht so nicht. Wir brauchen einfach mehr Liebe, Ich habe das Leute. Gefühl, es gibt irgendwie nur noch so schwarz und weiß. Es Ja, und gibt das hat das recht. nichts mehr dazwischen. Also es gibt nichts, weißt du, dieses Mittelradikal, ne? Ja. Das gibt es gar nicht mehr, ne? So die Mittelschicht, die ist Ja. anscheinend weggebrochen. Ne? Ja. Es gibt nur, sei für mich oder sei gegen mich. Ne? Ja. So, das mag ich einfach gar nicht. Ne? Aber das interessiert mich auch gar nicht, weil wir haben unsere Kanäle und wir machen da, was wir wollen. Das ist geil. Ne? Und weißt du, auch wenn ihr in den Kommentaren schreibt, du musst das so und so machen, nee, mach ich nicht. Scheiß ich drauf. Ja. Ich mach das so, wie ich das will. Das ist mein Kanal. So, basta. Eben. Und das ist uns auch
egal, wenn Thomas Reuter schreibt, noch so ein total schwachsinniger, überflüssiger Beitrag, beziehungsweise überflüssiger Influencer oder wie man so dämliche Menschen aus dem Internet noch so nennt. Er hat sich Mühe gegeben. Ja. Und also, wie Aber nennt wenn man das dann solche Internet- dämlichen aber- Menschen aus dem Internet Aber noch? diese Vielleicht dämlichen Thomas Menschen aus dem Reuter? Internet, warum ist er denn in diesem dämlichen Internet drin? Ja, das ist halt wirklich. Weil er froh ist, dass er Internet hat. Ich glaube, wir sollten uns darauf einigen, wirklich, dass die Leute. Jetzt komm, ne, ich Mutti bin. wird jetzt diplomatisch. Das ist so der Abgesang. Ne? Das ist so, wir lassen das Video jetzt ausklingen, weil die Mutti schreibt, sagt jetzt. Die Mutti ist nicht die Mutti, sondern die Mutti bin ich. Nein, die Mami sagt, die Mami ist so. Sorry, ich sage, Ich habe viel zu schneiden. du hast gar nichts zu schneiden. Wir schneiden hier niemals. One Take. Genau, Hashtag André Achtermeier, ungescriptet. Ja, unscripted. Ja. Ja. Kannst du mir ein Beispiel von abnehmen hier? So, Den genau. Höcke würde ich nicht einladen, ne? Aber hier, wir lassen das einfach laufen. Leute, lasst die Politik da raus. Es ging darum tatsächlich um Kommentare und was wir hier. Also ich meine, wir sind ganz normale Menschen. Ne? Ich denke mal, wir sind Ich einigermaßen. finde schon, dass ich nicht so normal bin. Ich finde, wir sind einigermaßen nett. Also ich da finde euch sehr nett. Sagen wir mal so, ich finde euch super nett. Und ich glaube, wir sind auch gar nicht mal ganz so scheiße. So, das heißt, warum macht man das? Warum greift man so nette Leute an und schreibt denen so ein bisschen Kommentare? Würdest du wirklich zu einer Lena gehen und zu einer Lena dann sagen, hör mal Lena, du siehst scheiße aus. Machst du doch nicht. Weil, also da hat mal ein ganz, also ein Vollidiot, ne, aber der hat einen ganz schlauen Kommentar gesagt, weil der hat gesagt, pass auf, das ist der Preis für unseren Kanal. Wir können hier ungefiltert alles sagen, was wir wollen und wir müssen einfach damit leben, dass wir solche Kommentare kriegen. Und das ist auch völlig okay. Also ich lebe damit, ne? Ich lebe da gerne mit, weil nur so werden ja diese Videos ermöglicht. Also ich glaube, es würde allen, und das hat nichts mit Deutschland, USA oder sonst welchem Land zu tun, es würde allen gut tun. Tina hat es eben gesagt, lasst ein bisschen mehr Liebe in euer Herz rein. Nehmt mal viel mit Humor, also lebt das auch einfach mal. Und ganz ehrlich, auch ich habe mal schlechte Laune und dann denke ich mir, auch ich habe mal schlechte Laune, aber ganz ehrlich, das gehört dazu, deswegen schreibt keine Hasskommentare, schreibt von mir aus, wenn euch was negativ, konstruktive Kritik, das vermisst. Find ich super. Ganz ehrlich, das ist super. Und Super. dann, das ist auch was, wo ich mal eingehe, wenn jemand sagt, hey, kannst du mir das vielleicht nochmal zeigen? Das würde ich vielleicht machen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, einfach alles mit ein bisschen mehr Humor sehen. Und dann Und ist die ich Welt in meine, Ordnung. wenn ihr durch Social Media scrollt, egal auf welcher Plattform, ihr scrollt durch, nimmt doch nicht jedes Video so ernst. So, seht's mal entspannter, seht's vielleicht auch einfach mal mit Humor und jedes Mal. Und ich habe das auch, ne? Wenn ich mal ein Video sehe, wo ich denke mir so, da stimme ich jetzt aber nicht so zu. Wisst ihr, was ich mache? Ich scrolle einfach weiter. Lena, du Das kannst ist weiter eine scrollen? Option. Du nimmst deinen Finger und du scrollst. Und wisst ihr, was das tolle Nebeneffekt davon ist? Erstmal erkennt der Algorithmus, dass ihr das nicht mögt und dann spielt ihr euch nicht weiterhin solche Videos ab. Aber was wären wir denn ohne unsere Community-Hater? Jetzt mal ganz ehrlich, Das ist unsere total Community-Hater, we love you. Ja, und ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist das Wichtigste am Ende des Tages, ist, dass ihr unter diesem YouTube-Video auf den PayPal-Link klickt und spendet. Also ich Und auch bei unserem Instagram. Überall. Spendet. Wir brauchen das Geld. Also ich werde hier keinen Paypal-Link senden, aber ihr müsst natürlich der Aaron und der Lena, dem müsst ihr natürlich folgen. Ne? Den Instagram-Link, den blende ich hier natürlich ein. Hast du schon Deutsch verlernt, seit du hier in Amerika bist, oder Pass was? auf, Kollege, ich weiß, wo dein Haus wohnt. So, und ihr müsst natürlich diesem Kanal folgen hier. Wir machen, das war jetzt eine Special-Video hier. Ne? Es geht natürlich weiter. Wir versuchen immer einmal die Woche hier so ein Video hochzupoppen. Das ist immer nicht ganz einfach, weil wir haben auch noch ein Leben neben Social Media. Ne? Aber ihr solltet uns auf jeden Fall auch auf Instagram folgen. Da passiert jeden Tag ein bisschen was. Und ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Das war so ein bisschen wie Bier trinken, Kaffee trinken mit den Achtermeiers und Aaron und Lena. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe fertig. Wenn euch das Format gefällt und ihr coole Ideen habt, über die wir sprechen sollen, weil wir ein bisschen Amerika-Unterschiede leben, für Tipps sind wir immer offen. Die könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Und wenn ihr möchtet, dass wir Aaron und Lena noch einmal einladen, schreibt es uns bitte auch in die Kommentare, weil das würden wir nur zu gerne tun. Ansonsten, wenn ihr uns hasst, ist das auch okay. Dann schreibt es bitte in die Kommentare und ihr seid dann die Nächsten. Ja, lösche ich dann. Und dann alles gut. Also in diesem Sinne, es hat mir Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao.